Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Der Scharfrichter, ein Henkersleben im Nürnberg des 16. Jahrhunderts. Das Tagebuch des Henkers Franz Schmidt ist ein eindrucksvolles Werk, das einen einzigartigen Einblick in die düstere, doch faszinierende Welt der Strafjustiz im frühneuzeitlichen Deutschland bietet. Joel F. Harrington nutzt das authentische Tagebuch von Franz Schmidt, einem der berühmtesten Henker seiner Zeit, um ein Stück europäische Geschichte lebendig werden zu lassen. In einer Gesellschaft, die zwischen Recht und Aberglaube schwankte und in der Strafen drastisch ausfielen, erzählt dieses Buch von den Herausforderungen, der Stigmatisierung sowie den überraschend menschlichen Seiten eines Berufs, der häufig missverstanden wird. Der Autor gelingt es, das Bild des Henkers von einem grausamen Folterer zu einem gewissenhaften, von Pflicht und Gewissen getriebenen Beamten zu wandeln. Das Buch verbindet historische Fakten mit persönlichen Reflexionen Schmidts und zeigt, wie eng berufliche und private Identität miteinander verflochten waren. Mit seiner detailreichen Darstellung alltäglicher wie außergewöhnlicher Fälle und der Beschreibung der gesellschaftlichen Rolle des Henkers eröffnet Harrington neue Perspektiven auf Recht, Ordnung und soziale Hierarchien jener Zeit. Dieses Werk ist nicht nur ein faszinierender Bericht über die Untiefen menschlicher Existenz und Justiz, sondern auch ein Spiegel der menschlichen Natur und ihrer Ambivalenz. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Die soziale Stellung des Henkers im 16. Jahrhundert. Franz Schmidt lebte in einer Zeit, in der Henker essentielle Bestandteile der Rechtspflege waren, jedoch gleichzeitig als gesellschaftliche Außenseiter galten. Henker und ihre Familien waren häufig von der normalen Gesellschaft isoliert, trotz der wichtigen Rolle, die sie bei der Aufrechterhaltung von Recht und Ordnung spielten. Das Buch legt detailliert dar, wie diese soziale Stigmatisierung ihren Alltag bestimmte. Heiraten war nur innerhalb bestimmter Kreise möglich und gesellschaftlich akzeptierte Berufe blieben der Familie meist verwehrt. Die biografischen Einblicke zeigen, wie Schmidt sich trotz Ausgrenzung ein Selbstbild als gewissenhafter Staatsdiener aufbaut. Harrington nutzt Schmidts eigene Worte, um zu schildern, wie er sich bemüht, sein Handwerk mit Würde und so viel Menschlichkeit wie möglich auszuüben. Die soziale Ausgrenzung und das Streben, respektiert zu werden, werden zu einem Leitmotiv, das Schmidts Karriere und seine persönlichen Entscheidungen maßgeblich prägt. Zweitens. Das Handwerk des Henkers, Technik, Ethik und Praxis. Der Alltag von Franz Schmidt bestand nicht nur im Vollstrecken von Todesurteilen. Zu seinen Aufgaben gehörten auch Folter, körperliche Züchtigung, aber ebenso medizinische Hilfestellungen wie Aderlässe. Sehr plastisch beschreibt das Buch zahlreiche Methoden und Werkzeuge, die Schmidt in seinem Repertoire hatte, sowie die Herausforderungen, die mit der präzisen Ausführung seines Handwerks verbunden waren. Dabei wird deutlich, dass ein guter Henker nicht nur körperliche Stärke, sondern vor allem Geschick, Erfahrung und eine ausgeprägte ethische Haltung benötigte, um das Leiden der Verurteilten möglichst gering zu halten. Harrington hebt hervor, dass Schmidt als gewissenhafter Beamter bemüht war, die Gerechtigkeit im Rahmen der vorherrschenden Gesetze zu wahren und reflektiert, wie moralische Abwägungen und die Bewältigung von Schuld eine wichtige Rolle in seinem Leben einnahmen. Drittens. Justiz und Gesellschaft zur Zeit Franz Schmidts. Die Rechtsprechung im Nürnberg des 16. Jahrhunderts war von Strenge und öffentlicher Zurschaustellung geprägt. Harrington erläutert, wie Gerichtsverfahren abliefen, welche Arten von Straftaten mit der Todesstrafe oder anderen Körperstrafen geahndet wurden und welche Rolle die Todesstrafe in der Abschreckung, aber auch in der Unterhaltung der Bevölkerung spielte. Öffentliche Hinrichtungen waren gesellschaftliche Spektakel, die gleichzeitig Angst und Sensation hervorriefen. Das Buch bettet diese Praktiken in den ideologischen und religiösen Kontext der Zeit ein und gibt Einblick in die Veränderungen der Rechtspraxis, die sich allmählich abzeichneten. Schmidts Berichte aus den Gerichtsakten und seinem Tagebuch machen nachvollziehbar, wie Gesetze angewandt wurden und welche Spielräume für Gnade und Härte existierten. Viertens. Persönlichkeit und Inneres. Leben von Franz Schmidt
Abseits seiner offiziellen Funktion zeichnet das Tagebuch ein detailliertes Porträt von Schmidts Persönlichkeit. Seine Zweifel, Sorgen, Hoffnungen sowie seine Versuche, ein Leben nach moralischen Grundsätzen zu führen. Ein zentrales Thema ist dabei die immerwährende Auseinandersetzung mit Schuld und der Wunsch nach Erlösung. Schmidt reflektiert das Unrecht, aber auch die Notwendigkeit seiner Arbeit für das Gemeinwohl. Es wird sichtbar, wie er Versöhnung zwischen seinem sozialen Stigma, seinem Berufsethos und dem Streben nach Normalität sucht. Immer wieder ringt er um Anerkennung und bemüht sich, auch jenseits seines Berufs als rechtschaffener Bürger wahrgenommen zu werden. Joel F. Harrington analysiert diese inneren Kämpfe sensibel und lässt das menschliche Drama deutlich werden, das sich hinter der Maske des Henkers verbirgt. Schließlich: Das historische und menschliche Vermächtnis des Henkers, Franz Schmidt, zählt zu den wenigen frühneuzeitlichen Henkern, deren Leben und Wirken so detailliert dokumentiert sind. Sein Tagebuch steht exemplarisch für die Ambivalenz von Recht und Gerechtigkeit und ermöglicht einen einzigartigen Blick auf die Schnittstellen zwischen staatlicher Gewalt und individueller Menschlichkeit. Harrington beschreibt, wie Schmidts Nachfahren und die nachfolgenden Generationen auf das Erbe des Henkers blickten und wie sich die Wahrnehmung des Berufs im Lauf der Zeit veränderte. Das Buch hinterfragt, welche Bedeutung Schuld, Sühne und gesellschaftliche Anerkennung für Menschen haben, die mit dem moralischen Grenzbereich der Gesetzesdurchsetzung konfrontiert sind. Schmidts Lebensgeschichte wirft grundlegende Fragen nach Verantwortung, Ehrgefühl und gesellschaftlicher Entwicklung auf, die bis heute nichts von ihrer Aktualität verloren haben. Zusammenfassend: Der Scharfrichter. Ein Henkersleben im Nürnberg des 16. Jahrhunderts ist weit mehr als eine historische Nacherzählung. Es ist ein intensives, vielschichtiges Porträt eines Mannes, der zwischen Ausgrenzung und Pflichtbewusstsein seinen eigenen Weg sucht. Wer sich für Geschichte, Gesellschaftsstrukturen und die dunklen Seiten der menschlichen Natur interessiert, wird dieses Buch bereichernd finden. Besonders geeignet ist es für Leserinnen und Leser, die nicht nur Fakten, sondern auch menschliche Schicksale und die inneren Beweggründe historischer Akteure verstehen möchten. Das Werk bietet einen seltenen, authentischen Einblick auf das alltägliche Leben und die Herausforderungen eines Berufs, der von Mythen und Vorurteilen umrankt ist. Darüber hinaus hilft es, gängige Vorstellungen vom Mittelalter kritisch zu hinterfragen und eröffnet neue Perspektiven auf Recht, Moral und soziale Rollen. Im Vergleich zu anderen historischen Biografien sticht dieses Buch durch die direkte Quelle, das Tagebuch, und die fundierte Analyse hervor. Es vermittelt nicht nur Wissen, sondern regt zur Selbstreflexion über Gerechtigkeit, Menschlichkeit und gesellschaftliche Wertschätzung an. Die Lektüre dieses Buchs ist ein Gewinn, weil sie Verständnis für die Vielfalt menschlicher Erfahrungen erweitert, historische Zusammenhänge lebendig macht und zeigt, wie sich Menschen mit schwierigen Rollen und gesellschaftlicher Marginalisierung auseinandersetzen. Wer über den Tellerrand hinaus blicken möchte und bereit ist, sich auf schwierige ethische Fragen einzulassen, kommt an diesem gut recherchierten Werk nicht vorbei. Wenn Sie unterstützen möchten: Joel F. Harrington, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.